This video is powered by ReconCompany.com. Grüße von der SHOT Show 2024. Wir sind immer noch in Las Vegas, aber haben einen kleinen Abstecher in den schwedischen Pavillon gemacht. Wir befinden uns bei Spur. Den meisten dürfte Spur wahrscheinlich bekannt sein vom Ideal Scope Mounting Systems, die gerade schon revolutionären Zielfernrohrmontagen mit dem eingefrästen Schlitz zum Ausrichten der Zielfernrohre. Aber Spur bietet nicht nur Zielfernrohrmontagen an, sondern ist auch sonst in allem, was Waffenzubehör angeht, wirklich revolutionär. Der absolute Banger bei Spur ist immer die Verarbeitung. Die muss man natürlich auch immer bezahlen, aber das ist wirklich alles makellos. Hier gibt es keine scharfen Kanten, hier gibt es keine Mängel im Eloxat. Hier ist wirklich alles nur vom Feinsten. Sie haben jetzt ein paar neue Produkte auf den Markt geworfen, allerdings möchte ich jetzt erstmal mit einem älteren Produkt anfangen, das für uns wirklich ein einfach cooles Produkt ist, wo man sieht, wo die Firma herkommt. Fast 20 Jahre alt ist mittlerweile die sogenannte BAM-Montage. Hierbei handelt es sich um eine Montage für Comp M4 und Comp M4S, die grob einstellbar ist für Maschinengewehrschützen und auch einen abnehmbaren Magnifier mit Twist Mount hat. Ebenfalls bieten Spur jetzt Montagen an für die Aimpoint Comp M5 in 57 mm Höhe für die Benutzung mit zum Beispiel Nachtsichtgeräten oder einfach um im Schuss den Nacken zu entlasten. Ganz neu für 2024 ist jedoch die Montage für Aimpoint Micro mit eingebauter Magnifier-Halterung und dass der Magnifier nach unten abklappbar ist. Schön ist natürlich auch, dass der Magnifier über einen einzelnen Knopfdruck abgenommen werden kann. An der Front der Montage der Optik kann noch eine weitere kleine Picantilly-Schiene angebracht werden, die natürlich auch abnehmbar wäre, aber die hat eigentlich den Sinn, dass wenn ich meine Optik montiert habe, zum Beispiel auf einem Piston-Gassystem, dann kann ich den Vorderschaft abnehmen und den Piston reinigen, ohne dass zum Beispiel ein Thermalgerät, das vor dem Aimpoint Micro in diesem Fall jetzt hier sitzt, das Zero verliert. Super clevere Geschichte, auch das Abnehmen des Magnifiers ist super simpel, genau so stellen wir uns das eigentlich wirklich vor. Toll ist auch, dass direkt unter der Optik sich eine Durchsicht befindet, an die eine zusätzlich erwerbbare Notoptik angebracht werden kann. Das heißt, ich brauche eigentlich auf meinem Frontschaft nur noch ein passendes Korn in der richtigen Höhe und kann dann auch, sollte die Batterie versagen oder sollte einfach im harten Einsatz das Rotpunkt ausfallen, ich immer noch weiter im Kampf bleiben kann. Ein weiteres Top-Produkt von Spur ist das sogenannte SICS, das Spur Ideal Chassis System. Hierbei handelt es sich um ein Schaftsystem mit Remington Footprint, das keinerlei Wünsche offen lässt. Von der Verarbeitung her absolute Spitzenklasse, genau wie wir uns das vorstellen. Wir fangen einfach mal hinten an der Schaftkappe an und arbeiten uns nach vorne durch die Features. Die Schaftkappe ist super gummiert und ventiliert und schön weich. Das heißt, ich kann auch größte Kaliber schießen, ohne dass es mir mords eine aufs Fahrgestell haut. Selbst hier jetzt mit dem Mikro in der Hand kann ich die Schaftkappe ganz einfach über einen Knopfdruck einhändig bedienen. Auch die Wangenauflage ist schön gummiert, fühlt sich ganz angenehm an und sorgt dafür, dass ich nicht so leicht verrutschen kann im Schuss. Und ich kann es wirklich hier mit einer Achtelumdrehung dieser Stellschraube kann ich es lösen und kann dann frei einstellen und sie auch wieder sicher arretieren. Ein ganz großes Thema im Präzisionsschuss ist immer der Augenabstand zum Zielfernrohr. Das heißt, ich kann den Kopf auf der Wangenauflage immer nur in einem ganz gewissen Maß, meistens ist das sehr, sehr klein, bewegen, damit ich eine klare Eyebox im Schuss habe. Spur ist jetzt damit auf den Markt gekommen, dass hier einfach nur über einen Knopfdruck die Länge meines Schafts verstellt werden kann, auch mit einer Hand, so wie man hier sieht,
Aber wenn ich dann diese federgerasteten Riegel loslasse, ist er bombenfest. Also wenn ich im Winter schieße und habe richtig dicke Thermoklamotten an, mache ich einfach den Schaft ein bisschen kürzer. Oder wenn ich leichte Kleidung anhabe, kann ich ein bisschen länger machen. Ganz wichtig ist es allerdings auch beim Wechsel von der liegenden Position, wo ich mit dem Kopf immer etwas näher am Zielfernrohr bin, beim Wechsel zum Beispiel in sitzende oder kniende Position. Auch ein ganz tolles Feature ist hinten der Backrider, oder hier ist es eigentlich schon fast eine Schaftkufe. Das heißt, auch mit einem Knopfdruck, ich drücke drauf, kann ich die Länge verändern, lasse einfach los, rastet ein, hält tadellos, bombenfest. Auch integriert hier ins System ist ein Klappschaft, auch wieder bedienbar über einen einzelnen Knopf. Einfach draufdrücken und mit etwas Schmackes bewegen, weil so wie Herr Spur, der gerade hier bei uns war und uns gebrieft hat, seiner Meinung nach muss ein Klappschaft so massiv sein, als wäre es ein Festschaft. Dafür, ich baue das mal wieder zurück, ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass hier das Gelenk vom Schützen selber nachjustiert werden kann. Das heißt, ich nehme einfach einen Sechskantschlüssel oder eine Nuss, kann einfach anziehen und dann kann ich das Gefühl beim Klappen einstellen oder die Reibung einstellen, so wie ich mir das vorstelle. Und sollte er irgendwann, wenn ich irgendwelche narrischen Kaliber schieße oder einfach mit der Büchse umeinander hau wie ein Verrückter, kann ich hier auf der linken Seite des Systems 3 Schrauben lösen und kann dann sogar die Vorspannung des Riegels, mit dem das Klappschaftmodul verriegelt, nachstellen. Beim Pistolengriff handelt es sich einfach um eine Standard AR-15-Form. Die kann ich auch durch Lösen einer Schraube hier nach vorne und nach hinten bewegen. Oder wenn mir der von Spur gelieferte Griff, der schön griffig und auch dick ist, wenn mir der nicht passt, kann ich den abnehmen, kann jeden anderen AR-15-Griff, den ich mir wünsche, dran schrauben und bin happy. Vorbereitet ist das System hier für Remington Short-Action-System mit AICS kompatibel. Soweit ich weiß, aber da müssen wir wirklich nochmal in die Informationen schauen, gibt es das auch für Ticker und auch für Long-Action-Systeme. Der Vorderschaft ist komplett eingehaust im vorderen Bereich und verfügt so wie auch hier über QD-Swivels, links und rechts. Und Spur hat hier ein proprietäres Mount-System eingebaut mit lauter kleinen M4-Gewinden, auf die Picatinny Keystones aufgesetzt werden können, zum Beispiel für die Montage von Thermalgeräten oder für die 12-Uhr-Montage von Zweibeinen. Auch gern genommen werden hier diese Wings, an denen ich, wenn ich von der Barrikade schieße, meine Hand anlegen kann, um einfach mit ein bisschen mehr Reibung und mehr Kontrolle der Waffe zu sorgen. Wie massiv das alles hier ausgelegt ist, das sieht man vor allem daran, dass alle Teile mit extrem vielen Schrauben verschraubt und verbolzt sind und Quernuten und Stecksysteme haben. Also allein der Vorderschaft und der Hinterschaft sind über 3 Schrauben hier und 3 Schrauben hier. Hier handelt es sich um M6 Schrauben verbunden. Also viel massiver kann das wirklich gar nicht mehr gehen. In den Vorderschaft eingelegt werden können Tungsten-Carbid-Gewichte, falls ich noch etwas mehr Masse auf dem Vorderschaft haben möchte. Und unten an den Vorderschaft angebracht mittlerweile ist es Standard Arca Rail. Im Arca Rail selber sind noch Gewinde und auch Löcher vorhanden, sodass ich hier noch weiteres Zubehör anbringen kann, wie zum Beispiel Barricade Stops. Auch die Zweibeinmontage für Arca Rail ist mit nur einem Knopfdruck verstellbar und zieht sich nach Loslassen des Knopfes selbstständig fest, sodass das Zweibein kurz, mittel oder lang ganz frei, egal wie ich mir das wünsche, arretiert werden kann. Das war es soweit von Spur. Es gibt hier noch viel, viel mehr zu sehen. Alles in absoluter Top-Qualität, made in Sweden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Weitere Details gibt es wie immer im Blog auf unserer Website. Und wenn euch das gefallen hat, denkt dran, bitte Like, Abo und Glocke drücken. Wir sind raus, zurück aus Schweden, back nach Las Vegas. For support, also subscribe nForce Tech TV.